Hard Jürg, ich komme aus Bigle, das ist im Emmental, das ist relativ zentral in der Schweiz. Handelt es sich beim Fahrzeug um einen Nissan S15. Es war eigentlich ursprünglich rechtsgelenkt. Die Autos sind alle rechtsgelenkt. Ich habe ihn dann umgebaut auf Linkslenker. Ich habe eigentlich diverse Sachen am Chassis optimiert, dass es für mich gestimmt hat. Der Kühler ist im Kofferraumhänger. Der Motor selber ist ein 6,3 Liter aus dem C63 AMG. Den hat man noch ein bisschen optimiert, einen anderen Auspuffkrümmer, man hat den Kompressor ergänzt. Das Getriebe ist von der Samsonas ein 5-Gang, ein sequentielles. Und die ganze Aufhängung ist von KW die Federbeine, von der Wisefab das Lenkwinkelkit, Hinterachskit. Hinter ist ein Wintersdifferential. Eigentlich alles optimiert, ein bisschen auf das Driften ausgelegt. Vielleicht sieht man ein bisschen am Fahrzeug selber noch an, weil ich aus dem Motorsport, aus dem Rundstreckensport komme, dass das eine und das andere von dort auch noch reingeflossen ist. Vom Fahrwerk der Hinterachse ist eigentlich ein Rundstreckenfahrwerk mit einer weicheren Feder, das nachher eben noch mehr Traktion bringen soll. Technisch zum Fahrzeug selber war für mich persönlich ein riesiger Aufwand, überhaupt das Konzept. Ich hatte das blotte Chassis bei mir auf einem Wägeli. Ich habe dann so einen Motor gekauft. Das war ein Ersatzmotor von einem Rennteam, das mit dem Auto bei den ADAC GT Masters ist gefahren ist, in einem SLS. Der Motor war gängig dabei auf dem Rennplatz. Ich habe auch mal darauf angesprochen, habe den Motor gesehen in einer Kiste und gesagt, ja, kann ich diesen Motor kaufen? Und eigentlich mehr einen Witz darüber gemacht. Und ja, plötzlich habe ich dann ein Telefon bekommen, ob ich noch Interesse habe an diesem Motor. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich den kaufen kann, dann kaufe ich den. Und das war eigentlich so die Basis. Also ich hatte das Chassis, den Motor, ich habe das mal reingestellt mit einem Kollegen zusammen, der hat mir sehr viel geholfen. Noch jetzt eigentlich, kennt das Auto technisch genauso wie ich. Aber man hat erst mit diesen Finesse eigentlich am Schluss nachher gemerkt, die ganz kleinen Sachen, die Detailsachen, das hat vor allem viel zu tun gegeben. Irgendwie ein Halterli da, ein Blechli hier, da etwas machen, da ein Distanzhäuschen. Das ist eigentlich das, was vor allem richtig Zeit hat gebraucht. Und das habe ich auch ein bisschen unterschätzt auf das ganze Projekt. Ja. Schlussendlich würde ich sagen, ist der ganze Aufbau des Fahrzeugs, dass man eben auch sagen konnte, ja, für mich persönlich gesagt, was ist mal, wenn ich nicht mehr Freude habe am Driften, kann ich das Auto eigentlich umformen und kann wieder auf der Rundstrecke und mit dem irgendwie zum Plausch im Kreis fahren. Und darum ist es so ein bisschen beides.